Hallo meine Lieben und willkommen zu einer Woche. Wir starten direkt. Ich komme gerade vom Sport. Ich hatte heute meine, was nennt sich das? Body Check Fit Analyse. Oh mein Gott, ihr wollt nicht wissen, ne? Ihr wollt nicht wissen, ich war übrigens auch noch einkaufen. Das ist nicht mein Handy. Also seit letzter Woche habe ich ja mit dem Sport angefangen und meine BioAge. Wisst ihr, was ein BioAge ist? Das setzt sich zusammen aus Kraft, Cardio, weiß nicht, ist nicht mit dabei, Stoffwechsel, Flexibilitett und so weiter. Weiß auf so einer Waage, auf so einem Gerät. Auf jeden Fall ist mein BioAge. Ihr könnt jetzt raten und in die Kommentare schreiben. Ich bin übrigens, für die, die es nicht wissen, 39 noch. Im Dezember erreiche ich die glatte 4 vorne. Ja, aber lass mal das zur Seite. Mein Bioalter ist 52. Ja, meine Lieben, ja, das ist so. Ich bin aktiv, ich mache viel, aber das Ding ist, ich stehe halt auf den Beinen den ganzen Tag, ne? Ich stehe hier, ich habe gestern wieder Brote gebacken, sowas alles, aber es ist halt eben kein Ausdauer, kein Sport, keine Fitness, kein nichts und dementsprechend sogar mein Stoffwechsel ist bei 57 Jahren. Das kann nicht wahr sein. So Übergewicht oder so viel Fett oder so, das war jetzt nicht so dramatisch. Ich habe heute mit der eben so ein bisschen gequatscht und ja, was ich herausgefunden habe, ist halt einfach, ich esse zu wenig. Das ist mein Problem. Ich muss schon meine Mindestkalorien zu mir nehmen. Das war jetzt bei, ja, ich muss mindestens, mein Grundumsatz, ja, der nicht bewegende, ohne Sport, ohne nichts, ist 1569 Kalorien. Das muss ich mindestens essen. Wenn ich Sport mache, muss man noch ein bisschen was dazu rechnen. Aber das ist mein Grundumsatz, das muss ich essen. Wenn ich halt drunter bin, dann geht der Körper halt eben in diesen Sparmodus, in diesen, ne, wir wollen kein Fett verlieren, weil wir sind ja in Notlage. Wir bekommen zu wenig, was wir eigentlich zum Überleben brauchen. Sehr interessant, ne? Und das, was ich die ganzen Jahre nie gemacht habe, ist meine Kalorien zu tracken. Ich kann das überhaupt nicht, diese Kalorien zählen. Ich weiß es nicht, ich versuche es jetzt. Ich habe hier irgend so eine App mir auch noch mal runtergeladen. Versuche so ungefähr meine Kalorien zu tracken. Ich habe Miriam angerufen, weil ich musste für diese Body-Analyse nüchtern sein. Das heißt, ich durfte nichts gegessen haben. Und jetzt haben wir es schon 15 Uhr. Und ich habe gestern nicht mehr nach 18 Uhr gegessen. Dementsprechend bin ich gerade so voll Dings. Ich habe Miriam angerufen, Miriam, bitte mach mir mein Avocado-Brot. Ich habe mein Vollkornbrot gestern gebacken. Mach mir bitte ein Avocado-Brot. Und ich sehe, sie macht mir schon Avocado-Brot. Und sie macht mir mein Iced Matcha. Ist auch nochmal Eiweiß drin, ist eigentlich ganz gut so, ne? So dieses Eiweiß, so jetzt nach dem Sport. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen eingekauft, nochmal Erdbeeren, Heidelbeeren. Morgen bin ich wieder da, da ist Termin mit meiner Trainerin. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir machen mal so ein Check-up. Ich werde euch jetzt nicht so genau so sagen, wie viel ich wiege und so weiter. Ich mag sowas nicht so, weil ich finde, das Gewicht ist immer etwas sehr, sehr Individuelles. Jeder hat eine ganz andere Größe, ganz anderen Körperbau. Du kannst 5 Frauen hinstellen mit dem gleichen Gewicht und jede wird ganz anders aussehen. Deswegen, ja, aber ich muss auf jeden Fall abspecken. Ich kaschiere das ja eigentlich ganz gut, aber ich habe immer jetzt so, immer so ein bisschen, immer mehr und das wird immer mehr. Ich muss auf jeden Fall abspecken. Ja, einfach aber auch so fit werden, gesund werden, für meine Knie trainieren. Heute hatte ich diese Analyse gemacht, dann hat sie mir so ein paar Geräte gezeigt, da habe ich ein bisschen was gemacht und dann war ich aber 55 Minuten habe ich geschwommen. Also das ist das, da kann ich 3 Stunden kann ich hier da schwimmen, so ohne Pause. Das ist auch nämlich super. Also Schwimmen ist wirklich für mich jetzt das A und O. Deswegen, das reicht für heute, weil morgen geht es nämlich weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe zweimal die Woche dann Training mit meiner Trainerin. Die wird mich dann richtig... Also ich habe mir vorgenommen, halt 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. 2-mal mit der Trainerin und 1-mal, wo ich dann halt einfach zum Beispiel dann schwimmen gehe. Wobei ich kann ja auch nach ihr dann auch nochmal schwimmen gehen, aber so 2-mal auf jeden Fall, muss ich ja. Und 3-mal wäre jetzt optimal. Mal schauen. Also wie gesagt, schreibt mir, ob es euch interessiert. Bananen. Ja, so ernährungsmäßig, wie gesagt, ist ja bei mir kein Thema. Ich ernähre mich ja gesund. Ich habe hier ganz viel Kefir mir geholt. Den trinke ich eigentlich gar nicht so oft. Dabei ist der ja voll gesund. Ich muss den auch mal irgendwie selber machen. Da muss ich mir mal irgendwo Kulturen besorgen. Muss ich mal nachfragen, ob jemand den selber macht und ein paar Kulturen klauen. Kefir ist nämlich sehr, sehr gesund. Ich habe den letztens nach dem Sport getrunken
Und der hat mich den ganzen richtig satt gehalten. Und ich habe nämlich gesehen, weil der reich an Protein ist, enthält von Natur aus Calcium, natürlich fettarmer Genuss. Dachte ich, ich mixe mir vielleicht noch ein bisschen was mit ein paar Heidelbeeren oder so. Keine Ahnung. Ja, das habe ich. Ah, und ich habe mir hier geschälte Hanfsamen. Das mache ich mir gleich mal ein bisschen aufs Brot. Und die wollte ich auch, weil die haben 30% Eiweiß und 50% Hanföl, reich an Omega-3 Fettsäuren. Deswegen geschälte Hanfsamen, die kann man immer so auf dem Porridge oder auf dem Brot, überall eigentlich immer so ein bisschen was raufstreuen. Ein bisschen Reissirup geholt, weil der leer war. Mache ich auch immer, wenn ich mir... gestern hatte ich ganz leckere Bananen-Pancakes. Also schreibt mir, wenn euch so aktuell meine Ernährung und mein Fitness-Journey interessiert, dann sagt mir gerne Bescheid, dann nehme ich euch mit. Hier ein paar lauter Bohnen. Also ich koche mir jetzt nicht unbedingt was extra, aber ich mache schon manchmal was anderes. Also letztens, da wollten die Kinder Pizza, die hatten alle Pizza außer mir. Ich habe mir eine richtig leckere Süßkartoffel-Bowl gemacht, das war so lecker. Deswegen habe ich hier auch so ein paar Bohnen und so schon aus der Dose, wenn es so schnell gehen muss. Ich esse super gerne Bowls, ne? Und dann halt so immer ein paar Böhnchen als Proteinquelle ist ganz gut. Ja, also hier haben mir die paar Sachen nur gefehlt, ansonsten hatte ich meinen Einkauf. Brot hatte ich gestern Abend gebacken. Heute mache ich ein Brot noch. Was habe ich denn da gemacht? Buttermilchbrot. Ah, und heute setze ich mal einen Teig auf für ein Möhrenbrot. Das wollte ich mal machen, habe ich noch nicht gemacht. Möhrenbrot, also Brot mit Möhre. Was hast du mir da gemacht? Zeig her. So, dann machen wir mal auf die Stulle. Mache ich mir gleich ein paar von diesen geschälten Hanfsamen. Die riechen ganz nussig. Zeig mal her. Oh, hier schön Proteine, Ei. Dann schön Avocado. Wo ist das Brot? Mein Vollkornbrot. Dazu mein Vollkornbrot. Ein paar Tomaten. Achso, okay, gebe ich dir gleich. Und hier hat sie mir mein Matcha. Ja, den brauche ich. Lecker. Ist der jetzt ohne Eiswürfel? Ja, aber es ist kalte Milch. Okay. Mein Matcha mit einem Eiweiß drin. Mein Frühstück von der lieben Medium. Ah, hast du dazwischen auch noch Tomaten gemacht? Ja. Dann mache ich jetzt noch auf die Eier so ein bisschen von den Hanfsamen. So. Ich habe hier noch ein bisschen Hummus. Da habe ich gerade so Appetit drauf. Der schmeckt so lecker. Hier ist mein Matcha. Ich habe so ein bisschen hier jetzt mir aufgeschrieben, was ich da alles jetzt hier insgesamt habe. Das wären 888 Kalorien. Mensch, das geht aber schnell voll hier. Was habe ich dann übrig? Okay, der trackt mir jetzt nicht den Sport. Ich habe hier nur eingegeben, dass ich schwimmen war. Also, keine Ahnung. Mein Frühstück bestand aus einem Matcha mit Hafermilch. Und Mittagessen ist jetzt dann das. Guten Morgen, meine Lieben. Ich mache mich jetzt fertig und flitze wieder zum Sport. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich zum Sport gehe. Ich hoffe, das bleibt so. Auf jeden Fall habe ich mein Gesicht schon gereinigt. Das habe ich nämlich ohne Kopftuch gemacht, sonst wäre hier alles pitschnass. Dafür habe ich den Formel Skin Reiniger verwendet, den hier. Falls ihr meine abendliche Pflegeroutine von letztens nicht geguckt habt, ich benutze ja die Pflegeserie von Formel Skin. Die sieht so aus. Das sind 3 Produkte und zwar ist das eine medizinische Hautpflege. Das Ganze wird von Ärzten begleitet und zwar online, also super easy. Ihr füllt dafür einfach online ein Formular aus. Dort werden euch Fragen gestellt zu eurer Haut. Ihr ladet Bilder von eurer Haut hoch und Ärzte analysieren anhand dieser Dinge dann eure Hautpflege. Und das Tolle daran ist einfach, ja, die tollen Wirkstoffe. Hier habt ihr kein Schnickschnack, kein Parfüm und unnötige Sachen, sondern wirklich Dinge, die ihr braucht. Zum Beispiel den Reiniger finde ich ganz, ganz toll. Hat unter anderem auch Salicylsäure, was ich sehr, sehr gerne mag. Jetzt trage ich die Tages- und Nachtpflege auf. Abends würde ich dann meine Formel auftragen. Und das ist die Formel. Steht auch mein Name drauf. Seht ihr das? Das ist meine Formel. Da sind die Wirkstoffe, die für meine Haut geeignet sind. Bei mir geht es eher um Anti-Aging und Pigmentfleckenbekämpfung. Und diese Wirkstoffe, glaubt mir, die sind so potent. Sei es, ob ihr Probleme habt mit Unreinheiten, Akne, Rosacea oder wollt wie ich einfach ja Anti-Aging und Pigmentflecken bekämpfen.
dann ist wirklich Formelskin was für euch. Nutzt es gerne. Ich habe wieder einen Rabattcode. Und zwar ganze 40% auf den ersten und den zweiten Monat. Das lohnt sich dann auf jeden Fall mal auszutesten. Ihr könnt es aber auch jederzeit kündigen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es super praktisch, denn jeden Monat bekommt ihr eine E-Mail und sollt dann wieder ein paar Fragen beantworten. Einfach schnell so zack, zack, zack durchklicken und anhand dessen schaut eure Ärztin wieder, ob sie etwas an der Formulierung ändern soll, ob es so bleiben soll, schaut sich eure Bilder wieder an, also ihr ladet auch wieder neue Bilder hoch und dementsprechend passt sie euch die Formel wieder an. Und das ist einfach so mega. Ihr könnt jederzeit eure Ärztin kontaktieren, mit ihr schreiben, falls ihr Fragen habt, falls irgendwas ist. Und in dieser Creme so viele tolle Sachen. Ceramide, was ich auch sehr, sehr mag. Also wie gesagt, einfach kein jetzt so Schnickschnack, weil das Fläschchen schön aussieht und schön duftet oder so, sondern nein, es sind wirklich potente Wirkstoffe. Benutze ich schon über 2 Jahren. Ende des Jahres werden es sogar 3 Jahre. Und ich merke den Unterschied einfach. Ich meine, auf den Fotos ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Ich habe ja jetzt nicht so eine unschöne Haut, sage ich jetzt mal, dass man jetzt viel erkennen würde. Also mit Unreinheiten habe ich ja Gott sei Dank keine Probleme. Aber ich finde schon, dass in den Jahren nicht nur, dass ich ja nicht mehr Falten bekommen habe, aber ich finde gerade auch so um den Mundwinkel herum hatte ich früher viel mehr Falten hier. Also ich sehe auch manchmal meine ganz alten Storys von früher. Und ja, das sah schon irgendwie auch ein bisschen anders aus, finde ich. Also ich sehe auf jeden Fall den Effekt und merke auch zu den Produkten, die ich sonst so immer benutzt habe und getestet habe, wie wirksam Formelskin einfach ist. Wie ich euch gezeigt habe, das Set besteht aus diesen 3 Sachen. Ihr könnt aber zusätzlich, wenn ihr wollt, noch den Sonnenschutz dazu bestellen. Das mag ich, denn ich finde den richtig gut. Und Sonnenschutz ist natürlich A und O. Gerade morgens für mich, wenn ich aus dem Haus gehe, muss Sonnenschutz rauf. Für die, die öfters mal fragen, so meine muslimischen Schwestern hier unter euch, wie das ist mit der Gebetswaschung, wie ich da eigentlich meine Pflege mache. Ich dachte, ich beantworte das mal hier, weil das viele öfters fragen. Also wenn ich jetzt zu Hause bin, jetzt morgens nicht rausgehe, mache ich eigentlich meine Morgenroutine sozusagen ein bisschen später, ein bisschen so Richtung Mittagsgebet, dass ich dann vorher meine Gebetswaschung mache und dann so meine Pflegeroutine. Dann bleibt das natürlich so ein bisschen länger, aber ich muss ja nicht dann, man kennt das ja, man muss ja nicht direkt immer dann wieder gleich die neue Gebetswaschung machen, die hält dann bei mir schon ein bisschen. Aber wenn ich die dann nochmal mache, dann schaue ich halt, da muss ich entweder nochmal ein bisschen Sonnenpflege nochmal neu auftragen oder ich mache nochmal ein bisschen Pflege rauf oder auch mal so ein Feuchtigkeitsspray, aber ich mache nicht so, dass ich dann nach jeder Gebetswaschung meine Pflegeroutine neu mache, sondern dann halt auch wieder abends nochmal Gesichtsreinigung. Und dann kommt eben die Formel rauf und dann Tages- und Nachtpflege. Und das war's. Also super easy, super simpel. Man braucht keine 150 Produkte. Das ist das Tolle daran. Ja, meine Lieben, so schnell geht das. In der Infobox findet ihr den Link zu Formelskin. Der Rabattcode steht dort auch nochmal. Also schaut da gerne vorbei. Testet es mal aus. Gebt der Haut ein bisschen Zeit, ja, also ihr seht keine Veränderung von heute auf morgen. Ihr müsst der Haut immer mindestens 4 bis 6 Wochen Zeit geben, ja, weil das ist so dieser Hautzyklus, der dauert halt. Also gebt dem Ganzen Zeit, da könnt ihr wirklich diesen ersten und zweiten Monat nutzen mit den 40% Rabatt. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu testen. Ich kann es euch eben empfehlen, da ich es sehr lange benutze. Und jetzt flitze ich zum Sport. Während ich hier mein lauwarmes Zitronenwasser trinke, das habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Jetzt trinke ich das seit einer Woche wieder. Sehr gut, könnt ihr mal ausprobieren. Ich weiß nicht mehr genau, für was das alles gut war, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. So, gestern habe ich ein Buttermilchbrot gebacken und heute Abend backe ich ein Karottenbrot. Da habe ich hier den Teig gestern angesetzt. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Mehl reingemacht habe. Der war ein bisschen sehr flüssig. Keine Ahnung, ich muss dann beim Kneten halt nochmal schauen, dass ich noch ein bisschen mehr Mehl dazu gebe. Jetzt werde ich den auf jeden Fall einmal dehnen und falten, wie ich das sonst auch immer mache mit den 24-Stunden-Teigen. Ja, der ist sehr,
sehr weich. Ich hoffe, ich kriege den einigermaßen gut geformt heute Abend. Aber wenn der eben so flüssig ist, dann hilft dafür auf jeden Fall eine Teigkarte, statt mit den Händen den jetzt zu kneten. Da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich nämlich noch nicht gebacken. Das Buttermilchbrot, Vollkornbrot, Joghurtbrot. Das backe ich sonst so immer regelmäßig. Schmeckt sehr lecker. Aber da ist jetzt Weizenmehl und etwas Dinkel-Vollkornmehl mit dabei. Bin ich mal gespannt. Obwohl, geht noch der Teig. Wenn ich den dann heute Abend nochmal mit ein bisschen mehr Mehl forme, sollte das eigentlich ganz gut klappen. Ich bin wieder zurück vom Sport. Oh, ich wusste, dass die Frau mich auseinandernehmen wird. Ich habe schon beim Probetraining habe ich sie schon gesehen, aber das ist ja auch gut. Dafür ist sie auch da, dass sie einen richtig pusht. Habe ich jetzt nicht so mitgefilmt. Vielleicht mache ich das ja mal, wenn ihr Lust habt. Das war jetzt echt ein krasses Training. Ich habe 653 Kalorien verbrannt, 116 Minuten trainiert. Das ist sehr gut. Für Tag 1 mit der Trainerin, nennen wir es mal so. Gestern habe ich ja nur geschwommen. Jetzt mache ich mir gleich was zu essen. Ich glaube, ich muss doch nächste Mal, weil ich habe mir extra gestern Abend einen Chia-Pudding gemacht und dachte, ich esse eben was Kleines, wenigstens vor dem Sport. So ein Chia-Pudding ist ja jetzt nicht schwer im Magen. Aber ich habe einfach keinen Appetit morgens. Es ist so einfach für mich, hätte ich mir dann so reinwürgen müssen. Aber ich dachte, okay, nee, sie meinte auch, weil es ist okay, man kann so trainieren. Also in diesen Intervallmodus, fastenmäßig und so, kann man machen, wenn man sich fit fühlt. Aber ich habe dann schon doch gemerkt, ich wurde schon ein bisschen zittrig. Also sie meint, wenigstens so eine Banane vorher essen oder so. Also ich ja gucken, dass ich vielleicht vorher ein bisschen, vielleicht einen Dattel und ein paar Nüsse oder eine Banane, sowas vielleicht doch schon mal, auf jeden Fall vor dem Training mit ihr esse. Und ich glaube, ich werde dollen Muskelkater haben. Das Gute ist, da ist so eine Rolle. Ich habe mich so ein bisschen gedehnt und meine ganzen Muskeln so massiert. Also das ist so ein Ding, das dreht sich da und dann lehnst du dich da überall ran und dann massiert es ein. Aber ich glaube, ich lege mich noch in die Badewanne mit ein bisschen Salzwasser. Meersalz. Genau, das ist auch nochmal gut für die Muskeln, weil ich habe echt keine Lust auf so einen dollen Muskelkater. Bin gespannt. Ich zeige euch auch gleich, was ich mir zu essen mache. Wenn es euch interessiert, ihr könnt mir, wie gesagt, schreibt mir immer, ne, ob das überhaupt euch interessiert, weil ich zeige euch ja immer das, was aktuell ist. Aktuell ist halt das, was ich mache, was mein Mann im Garten macht. Ansonsten bei den Kindern ist ja immer das Gleiche. Die gehen zur Schule, kommen nach Hause, lernen, machen ihre Hausaufgaben. Der Alltag ändert sich ja nicht. Deswegen, ich freue mich immer über euer Feedback. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ich euch mit irgendwas nerve oder ihr von anderen Sachen eben mehr sehen wollt. Ansonsten, ja, mache ich immer, was ich möchte. Genau, so, ich muss hier jetzt Miriam helfen, noch schnell. Wir laden gleich das Video hoch, was ihr hoffentlich gesehen habt mit dem Joghurtrezept. Macht es sehr, sehr gerne nach, schaut da vorbei. Falls ihr noch nie Joghurt selber gemacht habt, ihr habt ja schon öfters in den Videos gesehen, es ist so einfach, ich habe es extra für euch separat abgefilmt, damit ihr da immer ja, das Rezept findet, ist dann auch eben in der Playlist unter Rezepten. Und falls ihr sonst Rezepte sehen wollt, also weil ich zeige ja immer hier in den Vlogs, was ich so mache, aber wenn ihr sagt jetzt unbedingt, ihr wollt etwas richtig so als Rezept haben, wo ihr das dann auch immer findet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Da werde ich ab und zu mal mittwochs eben so ein Video hochladen mit Rezepten und so weiter oder auch mal was anderes, mal gucken. Also, gleich mache ich mir was zu essen und ich zeige euch, was ich esse. Gestern habe ich ja meine Kalorien getrackt. Die Trainerin wiederum meinte so, nee, du musst gar nicht so, weil ich meinte so, ja, die andere hat gesagt, ich so, du musst die mindestens 1600 Kalorien essen. Na, so genau muss es jetzt auch nicht sein, aber sie meinte, ich soll auf jeden Fall schon zweimal am Tag wenigstens was essen, weil gestern bin ich auch nicht, ich habe es gestern gar nicht geschafft. Gestern, guck mal, bin ich auf 1454 Kalorien gekommen. Ich habe halt nicht gefrühstückt gehabt, hatte dann eben sozusagen Mittag, was mein Frühstück immer ist, und dann Abendessen gehabt. Und das Mittagessen hatte 790 Kalorien und mein Abendessen hatte 601 Kalorien. Snacks hatte ich keine. Und deswegen, ja, gucken wir mal, auf was ich heute komme. Werden wir sehen, aber das ist auch interessant, auch so zu sehen. Das ist jetzt mein Frühstück. Einmal ein Iced Matcha Latte. Nach dem Sport wirklich, ich finde, das tut mir richtig gut nach dem Sport, wenn ich da nochmal meinen Matcha trinke.
Jetzt ist es so warm, dass ich jetzt mir einen kalten Matcha gemacht habe. Dann habe ich mir hier gestern Abend eben Chia-Pudding vorbereitet. Das ist jetzt 200 Gramm Mandelmilch und 30 Gramm Chiasamen. Mit ein bisschen Reissirup hatte ich das gesüßt und Zimt. Und dann habe ich jetzt hier oben ein bisschen Joghurt drauf gemacht, ein paar Früchte, also Erdbeeren, Heidelbeeren, Mandelmus. Oben drüber habe ich nochmal ein bisschen Reissirup gegeben und hier nochmal so ein paar Crunch, so ein Haferflocken, Crunch, Granola, irgendwas. Und hier habe ich mein Avocado-Brot, eine Scheibe von meinem selbstgebackenen Vollkornbrot mit lecker Avocado und einen Spiegel an Tomaten. Und das genieße ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das nicht so viel ist, ob ich das Ganze schaffe, aber ja, ich leg mal los. Schmeckt lecker. Ich muss jetzt mal kurz ausrechnen, mir alles abgewogen, ey, ne? Das ist echt voll die Arbeit. Alles abgewogen. Ich rechne mal gleich zusammen, wie viel Kalorien das hat. Also, ich habe ausgerechnet. Das sind so alles so gesunde Sachen, ne? Aber man unterstützt so, ne? Also ein Spiegelei war dabei, Avocado habe ich alles auch mit grammmäßig ausgerechnet. Daher, das ist für mich so Neuland, ne? So Kalorien zu rechnen und so. Mandelmus war ja dabei. Heidelbeeren, Erdbeeren, braucht man eigentlich gar nicht mitrechnen, das hat ja kaum Kalorien. Joghurt, die eine Scheibe Vollkornbrot, Reissirup hatte ich, Chiasamen, Mandelmilch war im Chia-Pudding und Haferdrink im Matcha. Iced Matcha, genau. Und das sind 919 Kalorien. Ganz schön viel. Aber ich habe ja noch ein Abendessen und da habe ich ja noch genug übrig. Das ist ja mein Frühstück, ne? Frühstück und Mittagessen sozusagen. Und da ist ja super spät geworden. Es ist jetzt 16 Uhr geworden. Das ist ein bisschen echt spät. Gibt es heute Abend auch was Leichtes? Werde ich eh nicht. Normalerweise, das ist ja das, was ich meine. Das ist mein Problem. Normalerweise würde das mir jetzt reichen für heute. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schaffe, das Ding. Kinder machen sich im Hintergrund gerade auch Spiegeleier, Rühreier. Was macht ihr da? Chefköche? Omelette machen sich die Jungs. Also ich versuche auf jeden Fall noch mal was zu essen, dass ich wenigstens, sie meinte ja, ich muss nicht unbedingt diese 1600 Kalorien erreichen, aber so 1500 will ich heute schon gegessen haben, weil ich habe ja heute, der Tag ist noch nicht zu Ende, ja, schon 700 Kalorien verbrannt, von daher. Kicken wir mal, falls unter euch Profisportler sind, also falls unter euch welche sind, die auch Sport machen, trainieren und auf die Ernährung achten oder so, könnt ihr mir gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ich mache das jetzt erstmal so und dann bin ich echt gespannt. Sie meinte, normalerweise macht man diese Body-Analyse dann nach 6 Wochen nochmal. Ich denke, das machen wir so. Vielleicht mache ich schon nach 4 Wochen und sage ich ihr, komm, lass mal so eine Analyse machen, was sich da getan hat. Gucken wir mal, ob wir nach 4 oder nach 6 Wochen mal so eine Analyse machen und gucken. Oh, was machst du dir denn hier? Ein Omelett? Mit Käse und Sujuk. Oh, wow. Schön. Und wer putzt die Küche hier jetzt danach? Ich. Hm? Wow, wow, wow. Cool. Also, nächste Frühstück krieg ich von dir? Schokküsse. Oh, hier, oh, guck mal hier. Der hat so Storchenbiss von Geburt an. Hier, sein Storchenbissi. Ne? Jetzt kriegt er so komische Kommentare in dem Alter, ne? Weil das nach... Ja. Oh, ich muss immer heulen, wenn ich ihn angucke. Warum sind die alle so groß geworden? Der war doch das einzige Baby. Jetzt guckt mal den Riesen an. Mit seinem Schnurrbart. Ich disse immer die Kinder voll mit ihrer Schnurrbärte. Ja, brennt an dein Essen? Oh, oh, Chef. Oh, das sieht aber lecker aus. Jetzt zuklappen. Oh, wow. Boah, das machst du uns aber am Wochenende für uns alle so. Omelette. Sieht ja richtig köstlich aus. Wow. Wo hast du das gelernt, Ahmed? In der Schule halt. In der Schule beim Kochen. Ja, das ist ein gutes Fach. Das unterstütze ich. Ein sehr nützliches Fach. Ne? Kochen. Obwohl es eine AG, ne? Nein, das ist Unterricht. Das ist Unterricht. Guck mal, das ist etwas. Kochen, irgendwas, was mit Steuern, Wirtschaft. Sowas braucht man. Guck, danach kommen die Kinder und machen sich ein Omelette. Aber natürlich wusste ich es auch vorher.
Ja, natürlich weißt du das auch vorher, weil du bist ja in einem Haushalt aufgewachsen, wo hier gekocht wird. Hast du eigentlich noch einen Eimer? Obwohl, Wow. das ist viel reicht. Sehr köstlich, sehr köstlich. Das nächste Rezept, wenn ihr Rezept wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann macht euch Malik Musa oder Ahmed, filmt euch ein Rezept ab. Hä? Du kannst keine heiße Pfanne Omelette à la Ahmed. Omelette de sucuk. Nein. Omelette de sucuk. à la Temis. So, jetzt sauber machen. Ja, ich mach jetzt mal mein Handy. Muchas gracias. Ich hatte euch komplett vergessen, das fertige Karottenbrot zu zeigen. Das war ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach zu viel Karotte reingemacht. Der Teig war super flüssig, aber ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen, den noch dann in die Form zu bringen und zu backen. Ist auch gut gelungen, also es hat funktioniert, aber ich muss das nächste Mal nochmal neu machen. Und ja, ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass ich zu viel Karotte gemacht habe, dass der Teig einfach zu flüssig war. Aber ja, geworden ist er trotzdem. Ich habe mir jetzt hier zwei Scheiben getoastet. Die esse ich jetzt. Könnt ihr auch nochmal sehen. So ist es ganz schön. Duftet auch ganz lecker. Bin gespannt. Da würde ich nochmal ein bisschen am Rezept feilen. So, das ist der aktuelle Stand auf der Terrasse. Die ist immer noch hier ein Aufzuchtlager fürs Gemüse. Ich will hier sitzen und ein Käffchen trinken. Naja, muss ich warten, bis er fertig ist hier mit seinen Einpflanzungen, seinen Setzlingen. So, was machst du denn Schönes jetzt? Ich pikiere, Pikierst. nennt sich das professionell. Ja. Das heißt, übersetzt zu dicht beieinander liegende Pflanzen auseinanderbringen. Auseinanderbringen. Gut, Zum Beispiel ganz nehmen wir mal jetzt. hier so einen Topf. Du siehst ja, da sind zwei Ja. Peperonis, die aus der Türkei gekommen sind, Yalova Çorbacı. Ja. Indem ich das so vorsichtig so. Viele sagen, dass es nicht so gut ist, aber das macht ihnen nichts aus. Du siehst, was hier für eine Wurzel dran ist. Wow. Meistens bei den Gurken nimmt man die stärkere, schneidet man einfach die schwächere einfach ab. Man sieht es. Hier kommt, machst du? ja, das ist sehr wichtig. Unser Kalzium, das braucht die Pflanze. Ja, das sind immer unsere Eierschalen, die schmeißen wir aber nicht weg. Dann nimmt man die pikierte Jungpflanze einfach so. Mit dem pikiere ich da vorsichtig ringsum die Erde. Und dann die Erde schön eindrücken, damit die Jungpflanze sich an die Erde gewöhnen kann. Und dann noch einen letzten Schuss Nurettin, Salz. Und dann einmal schön angießen mit unserer großen Gießkanne. Und das bekommt ihr sehr gut. Natürlich ist der Unterschied hier war eine Anzuchterde drin. Jetzt nehmen wir natürlich die richtige nährstoffreiche Muttererde sozusagen. Ah, okay. Und dann ist die erste Pflanze pikiert. Und so weiter. Und so weiter. Du siehst, hier sind zwei. Die ist ein bisschen zu klein, aber wir versuchen es trotzdem. Hier und hier. Bei der Gurke wäre es zum Beispiel, kann man auch pikieren, aber wir haben ja so viel da. Würde man die direkt hier die kleinere unten am Stiel abschneiden und damit die dann loslegen kann, richtig. Ah, okay. So. Very interesting. So, unsere zweite ist hier zum Beispiel. Guck mal, da ist zum Beispiel nicht so viel Wurzel, weil die auch so schmächtig aussah vornherein. Aber wir machen sie trotzdem. Wir lassen hier nichts vergehen. Versuchen das Beste rauszuholen. Und wir haben ja dieses Jahr auch ein bisschen mehr angebaut. Wir versuchen das einfach. Sehr schön. So, guck mal, das ist eine Mini. Oh, Baby. Baby. Geben wir mal ein bisschen Vitamine noch. Wir versuchen die zu retten. Wir werden sehen, ob das reicht. Schön. Na dann. So,
Schön. Viel Spaß hier bei dem schönen Wetter. Das Lebenselixier. Dann geht es hier natürlich hier. Die Tomaten sind schon pikiert. Die sind in guten Händen. Ja. Die Gurken, du siehst ja, die habe ich vereinzelt, indem ich die abgeschnitten habe. Da. Ich habe immer die gute ausgesucht. Hier auch das gleiche. Das ist aus dem Supermarkt gekaufte Sperli, Salatgurke, Gergane. Okay. Ja. So. Hier geht es dann auch weiter. Hier wird auch pikiert. Guck mal, das ist die Bursa zum Beispiel. Bursa wird die Bällchen. Sehr schön. Und das hier sind auch Tomaten. Die werde ich irgendwie gucken, ob ich die verschenke. Das war Lidl zum Beispiel, war das von letztes Jahr. Sehr gute Strauchtomate, von dem die Samen vermehrt und die hat auch lecker geschmeckt. Ja. Warum verschenken? Weil wir genug haben, oder? Ja, hier ist zum Beispiel Fleischtomate, da habe ich Errol Abi die Marke draufgeschrieben. Das ist von meinem Kollegen. Ja. So, er wollte ja auch welche haben. Er schafft das irgendwie nicht. Und hier sind die Knoblauchtomaten. Da wollte hier auch ein paar Nachbarn davon was haben. Guck mal, hier ist eine kleine zum Beispiel, die nimmt unnötig Ballast. Guck mal, einfach abgemacht. Man kann noch die 3 zu einer richtig großen Pflanze hochziehen. Sehr schön. Und da, hier die Reihe, die Hälfte ist Knoblauch, hier die Reihe ist Erolabi. Tomaten. Das sind von draußen gekaufte Gigantotoma. So eine Riesentomate, Fleischtomate. Wow, bin ich ja echt gespannt. Lass da draußen, machen wir da einen Plastikmüll. Leg mal erstmal hier auf den Boden, weil ich will da erstmal unter dem Esstisch sauber machen. Wieso? Ja, schieb mal noch ein bisschen nach da. Schieben den da. Oh, Blickig lebt ja da. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, haben wir dich aufgeweckt. Oh, Liebe. Hoch. Und rüber. Warte. Bonk. Mann, weil ich Oder weil der Teppich ist so rutschig. Ich Femini. glaube, ich muss ja auch noch eine Unterlage holen. Warte mal. Das muss ich erst mal überlegen. So, gucken wir noch von der anderen Seite. Also ich finde es besser wie vorher. So. So sieht's aus. Ja, meine Lieben, ich bin nicht zufrieden. Ich bin ein sehr pingeliger Mensch. Was für eine Aktion denn gestern nach so viel Sport habe ich hier, ich glaube, 3-mal den Tisch hin und her geschoben. Und andere Teppiche hier drunter gelegt und so, weil ich habe mir noch einen Outdoor-Teppich geholt und der ist aber halt so, den kann man auch für innen benutzen. Und ja, habe auf Instagram Umfragen gemacht, was findet ihr schöner, was findet ihr besser, aber die Geschmäcker unterscheiden sich natürlich. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich bin nicht zufrieden. Irgendwie ist es mir zu einheitlich mit dem Esstisch. Ist auch einerseits irgendwie ein bisschen zu dunkel, es gefällt mir nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einen anderen Wollteppich, weil ich habe noch 2 Wollteppiche fürs Wohnzimmer geholt. Da wollte ich einfach auch eine Veränderung. Wir haben ja unseren Perserteppich, den ich über alles liebe. Der ist ja schon mindestens 13 Jahre alt oder so. Der ist einfach so schön, pflegeleicht, super. Ich liebe den. Aber ich will einfach so nur als Veränderung, vielleicht so gerade auch für den Sommer, wollte ich einfach doch mal einen helleren Teppich und habe mir da 2 Wollteppiche geholt. Einen hellbeigen, einen dunklen beigen. Ich habe schon geguckt, ich zeige den euch gleich. Ich finde den hellbeigen ein bisschen zu hell, also der Kontrast zu der Couch ist ein bisschen zu stark, finde ich. Also ich finde den dunkleren ein bisschen besser. Aber Mariam will unbedingt den hellbeige. Ich hatte ihr einen neuen Teppich geholt für ihr Zimmer. Sie hatte da nämlich keinen.
Den fand sie okay. Ich wusste, als ich den bestellt habe, dass sie den okay findet. Aber wenn sie den nicht möchte, dass ich den unter den Esstisch nämlich packe. Das wusste ich. Und jetzt hat sie gesagt, nee, sie will den hellen Wollteppich. Und deswegen nehme ich also ihren unter den Esstisch. Und wir werden gleich nochmal den Vergleich sehen. Vielleicht versteht ihr dann, was ich meine. Ich finde, der passt nämlich viel, viel besser, weil der auch so Blau-Grautöne hat, sage ich jetzt mal. Und das einerseits auch zu den Stühlen passt, trotzdem aber hell ist. Und auch so ein bisschen zu meinem Zwiebelmustergeschirr, was hier überall ist und so, denke ich, der wird besser aussehen. Das machen wir nochmal. Und ansonsten habe ich diese Woche nichts geschafft an Frühjahrsputz und so. Terrasse ist auch noch nicht aufgeräumt. Sag, wann machst du endlich die Terrasse? Ich will da sitzen, meinen Matcha trinken. Und deswegen habe ich auch noch nicht mal mit den Fensterputzen angefangen, weil das ja, wir erstmal die Terrasse waschen und so weiter und dann wird ja eh alles dreckig. Von daher bin ich mal guter Hoffnung, dass wir nächste Woche starten. Ich fand ja so witzig, das von jemandem von euch das Kommentar letzte Woche. Da hat sie geschrieben, ja, weil ich meinte, ich teile meinen Frühjahrsputz so ein bisschen auf verschiedene Tage und eine von euch hat geschrieben, ich teile meinen Frühjahrsputz aufs ganze Jahr auf. Und ja, da muss ich jetzt die ganze Zeit schmunzeln, weil das jetzt gerade bei mir auch so aussieht, ne? Ich habe noch nicht angefangen. Aber gut, wir werden schauen, dass wir nächste Woche ein bisschen mehr machen. Deswegen auch so Wohnzimmerteppich und so, das machen wir auch alles nächste Woche, weil ich ja eben auch noch die Bezüge und so waschen will. Ich muss halt unter meiner Couch richtig sauber machen und so weiter. Von daher, ja, aber wir machen das jetzt mit dem Esszimmer nochmal anders. Hier, nochmal, seht ihr ein Stück. Ich zeige euch gleich nochmal richtig vorher, nachher. Und dann bin ich hoffentlich zufrieden. So, also ihr seht nochmal von hier. Also wie gesagt, es sieht eigentlich schön aus, weil es zum Esstisch passt. Aber ich finde es so irgendwie ein bisschen zu mächtig, zu dunkel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich zeige euch gleich einfach mal, wie das mit dem anderen aussehen wird. Ich meine, ich habe jetzt auch alle Lichter zum Filmen angemacht, ne? Das macht halt auch nochmal einen Unterschied. Die Kamera reguliert so ein bisschen das Licht, aber so in Natura sieht halt alles auch ein bisschen anders aus. Also es ist nicht schlecht, so langsam gewöhne ich mich dran, weil er seit gestern da liegt, aber es ist nicht das Optimale. Der vorher unter dem Esstisch war, den haben wir jetzt oben den Mädels in den Flur gepackt. Hier finde ich, sieht das sehr, sehr schön aus, weil der von der Größe hier sehr gut passt. Unterm Esstisch war er einfach zu klein. Obwohl ich den ganz schön finde, aber ich finde ihn einfach Schrott, ne? Der war von Zara und der ist halt einfach gar nicht gut vom Saugen. Hat sich hier alles gelöst. Diese Ecken sind so eingerollt. Also der ist echt von der Qualität nicht gut. Ja, aber sieht gut aus hier. So, und das ist nämlich der Teppich, der jetzt hier bei Medium liegt. Und Medium mag ja eben diesen clean Look. Bei ihr muss alles hell, weiß. Sie mag nicht so wie ich. Ich mag ja so ein bisschen Kontraste. Deswegen tauschen wir jetzt den Teppich. Der kommt dann unterm Esstisch. Und sie kriegt jetzt hier diesen hellen Wollteppich. So, das ist die Außenseite, das ist die Innenseite. Ja, der ist aber auch sehr, sehr schön. So, also warte mal, dass wir auch hier und vorher-nachher sehen. So sieht es jetzt aus. Und so sieht das Ganze jetzt mit dem Teppich aus. Ja, sehr schön. Teppich haben wir extra so auch groß genommen, weil ich finde, Medium hier im Zimmer, es war mal so kalt, vor allem im Winter. Normalerweise würde da ja so ein kleiner eher passen, aber damit sie einfach ein bisschen, ja, gemütlicher hat. Das Ganze, ja, sieht schön aus. Ich verlinke euch alles, was ich euch so zeige, natürlich in der Infobox. Ist auch dafür, dass er ein Wollteppich ist, auch wirklich günstig. Also ich habe den gleichen ja eben in diesem dunkleren Beige und der war halt viel teurer. Von daher, der ist Preis-Leistung, ist hier wirklich sehr, sehr gut. So, ich mache mir jetzt einen grünen Smoothie. Smoothie? Auf jeden Fall ist da jetzt ein bisschen Eiswürfel, damit es schön kalt ist. Dann ist es heute wieder super schön warm. Ja, eine kleine Banane habe ich da. Jetzt mache ich dann einen grünen Apfel noch dazu. Dann, warte mal, brauche ich ein bisschen mehr Süße. Ich überlege. Nee, ich mache mal ohne. So, dann mache ich ein bisschen von so einem grünen Pulver, was eigentlich sehr eklig schmeckt. Aber ich mache jetzt so ein bisschen, so einen halben Esslöffel, damit ich das nicht ganz so schmecke. Dann machen wir etwas Proteinpulver rein. Das ist Vanillegeschmack. Dann mache ich jetzt so einen Esslöffel rein. Ein Esslöffel Haferkleie mit dazu. Davon habe ich, das waren 19 Gramm gewesen. Geschälte Hanfsamen. Davon mache ich jetzt, muss ich mal gucken, wie viel Gramm. Ich mache davon so ein
halben Esslöffel, also ein Teelöffel wäre es dann sozusagen. 6 Gramm. Jetzt nochmal Mandeldrink. Ungesüßter natürlich. Das wären so 200 Gramm. So, das sind jetzt 170. Der Shake hat um die 400 Kalorien, Kilokalorien. Das ist auch mal interessant zu wissen, wie viel Kalorien. Ich meine, hier habe ich jetzt diese 110 Kalorien sind von meinem Matcha mit meinem Haferdrink. Also wären es jetzt 420 Kalorien ungefähr. Dieser grüne Smoothie mit der Banane, der Haferkleie, dem veganen Protein, geschälte Hanfsamen, Mandeldrink und der grüne Apfel. Also ist auch interessant. Ah, ich wollte eigentlich noch Blaubeeren dazu machen. Nee, ich lasse jetzt ohne Blaubeeren. Hä, ich sag, da fehlt doch irgendwas. Ich habe hier Spinat gewaschen und den voll vergessen reinzumachen. Moment, der kommt noch rein. Spinat habe ich voll vergessen. 65 Gramm Babyspinat noch. So, jetzt machen wir mal den Taste-Test. Sehr lecker ist das jetzt nicht. Ich hätte noch eine Dattel ruhig reinmachen können. Aber ist trinkbar. Kann man machen. So schlimm ist das nicht. Dieses grüne Pulver, ne, dieses, was ich reingemacht habe, das schmeckt total eklig. Wenn ich das nicht reingemacht hätte, was ich auch sonst nicht so immer reinmache, wäre das eigentlich ganz lecker gewesen. Weil so mache ich den eigentlich ganz oft mit dem Apfel, Banane und dem Spinat. Popeye Spinat getrunken und jetzt nochmal den Tisch wegschieben und einen anderen Teppich runterschieben. Muskelkater habe ich von gestern, aber der ist okay. Am meisten so die Arme hier und die Beine. Schwuppdi, schwuppdi. So, anheben und schieben dabei. Schwuppdi. So lang, ja. Ups. Hilfe. So, jetzt wieder gucken. Nee, das ist jetzt nicht korrekt. Das muss noch mehr nach hier. Also definitiv besser. 100% besser. Ne? Also, jetzt bin ich zufrieden. Ja, also ich finde, das passt viel besser. Ich zeige euch nochmal von der anderen Seite. Hier haben wir ja unser Zwiebelmustergeschirr. Und wenn man dann so guckt, finde ich, das sieht besser aus. Gefällt mir definitiv besser. So, und so sieht es nochmal von hier aus. Also ich finde es auf jeden Fall besser. Es war mir wirklich zu dunkel. Das sieht freundlicher aus, frischer aus. Passt besser. Das war mir zu 1:1 mit dem Tisch. Nee, jetzt bin ich zufrieden. So, ich war kurz draußen. Wir hatten ein kleines Outfit-Bild gemacht von meinem Kleidchen. Könnt ihr gerne euch bei Instagram angucken, wenn ihr möchtet. Und ich denke, ich beende hier mit dem Vlog, weil heute ist schon Samstag und das Ganze muss noch zusammengeschnippelt werden. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was euch so interessiert. Wie gesagt, ne, ich zeige euch ja immer, was so aktuell das Thema ist. Und ihr merkt wahrscheinlich, aktuell ist das Thema so ein bisschen mein Sport und meine Ernährung und so weiter. Ja, könnt ihr mir immer euer Feedback gerne schreiben, ob euch das interessiert. Ansonsten, ja, hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!